Storytime Tuesday. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um eure Fragen und unsere Antworten. Wir haben nämlich vor ein paar Tagen eine Umfrage auf Instagram. Ruhe! Wir haben vor ein paar Tagen auf Instagram eine kleine Umfrage gestellt, weil uns immer wieder Fragen von euch erreichen bezüglich unserer Reise. Und genauso haben wir einen ganz kleinen Beitrag hier auf Instagram gestellt. Leider haben wir bis jetzt nur eine Antwort bekommen. Also schaut doch immer in unseren Beiträgen, die wir da schriftlich verfassen, vorbei und antwortet uns dort gerne. Jedenfalls haben wir uns jetzt 6 Fragen rausgesucht, weil es kamen ziemlich viele Fragen, womit wir nicht gerechnet hätten. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt so 6 Fragen ausgesucht, die, sag ich jetzt mal, am meisten gestellt wurden. Und deswegen machen wir das jetzt so ein bisschen wie so ein Interview. Wir stellen uns gegenseitig die Fragen. Wir haben uns auch nicht vorher vorbereitet und so und hauen jetzt einfach mal raus unsere Antworten. Genau, die erste Frage ist, wo verbringen wir Silvester? Ja, wo verbringen wir denn Silvester? In Singapur. Genau. Und zwar ist wichtig, dass wir Silvester an einem coolen Ort verbringen und trotzdem aber günstig. Deswegen haben wir über die App Trusted House Sitters ein House-Sitting gefunden, wo wir dann auf Haustiere aufpassen und dafür sozusagen kostenlos dann dort wohnen können. Das ist richtig cool. Wir wohnen da einfach 3 Wochen umsonst und wir haben letztens, als ich mit meiner Mom telefoniert habe, haben wir mal gerechnet, einfach mal auf Hostel World geguckt. Das günstigste in einem 8-Bettenzimmer war das, ne? Mhm. Hätte für uns 3 Wochen in diesem Zeitraum 1.300 zusammen gekostet. Und jetzt zahlen wir einfach nichts. Klar muss man auf Haustiere aufpassen und es ist ja schon eine Art Arbeit. Aber wir machen das ja gerne und ich glaube, das wird richtig cool. Aber ja, im Januar erfahrt ihr dann mehr darüber, wie es dann wirklich war. Okay, nächste Frage. Achso, und wir glauben, dass Silvester ganz cool ist in Singapur, weil wir haben uns da so ein bisschen informiert. Wir wollten das ursprünglich eigentlich in Sydney feiern, aber ja, wir sind noch nicht so weit. So weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Genau. Okay, nächste Frage. Wie weit bucht ihr im Voraus? Immer unterschiedlich. Also mal ganz spontan eine Nacht vorher, mal einen Monat vorher. Ja. Also gerade so Flüge und so müssen wir manchmal sogar, also ich habe schon mal einen Flug in der Sicherheitskontrolle gebucht, einfach weil wir dann einen Flug vorzeigen mussten in dem Land, wo wir eingeflogen sind, einfach als Beweis, dass wir auch wieder rausfliegen. Deswegen manchmal so, manchmal wirklich, wie Jenny gerade gesagt hat, eine Nacht vorher. Unterschiedlich. Aber wir wissen ja immer ungefähr, in welche Richtung wir wollen und welche Länder wir bereisen wollen. Und deswegen schauen wir uns schon immer so ein bisschen die Preise an, die Hostels. Aber also Unterkünfte kann man wirklich easy peasy eine Nacht vorher am Tag ganz einfach zum selben Preis buchen. Also da passiert eigentlich nicht viel. Und da gibt es auch immer genügend Auswahl. Und wir haben bis jetzt auch immer Glück gehabt mit den Unterkünften. Aber Flüge schauen wir uns schon vorher mal an. Und gerade auch so Busse im Land sollte man auch manchmal vorher buchen, ne? Nicht, dass man irgendwo eine Nacht verbringen Manchmal muss. sind wir ein bisschen knapp dran, da müssen wir irgendwo eine Nacht dranhängen oder irgendwie unsere Route ändern, damit es dann passt. Aber das ist das Abenteuer, was wir wollen, ne? Genau. Und wir sind flexibel, also von daher, wir haben ja 1 Jahr Zeit. Okay, jetzt kommen wir zu einer schwierigen Frage. Ja. Welches Land hat dir bis jetzt am besten gefallen? Also, ich fand alle Länder cool, wo wir waren, weil jedes Land ist auf seine Weise irgendwie einzigartig. Die meiste oder die größte Erfahrung haben wir, glaube ich, in Indien gemacht, weil es einfach komplett eine andere Welt ist. Aber ich muss sagen, mir persönlich hat Thailand auch sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe es einfach. Und dir? Sehr schwierig. Also wir reden ja immer wieder über Sachen, die wir erlebt haben. Und es ist ja wirklich querbeet. Also heute haben wir erst über den Roadtrip in Rumänien gesprochen, wie cool das einfach war. Dann reden wir total oft über Indien. Also egal, wen wir hier treffen und der uns fragt, was war die krasseste Experience, die krasseste Erfahrung, ist immer von uns synchron die Antwort Indien. Weil Indien einfach mega war. Also wir vermissen das auch. Ja. Wir vermissen das wirklich. Also ich glaube schon so Indien, das hat mich richtig gecatcht. Vor allem ist es da so erstaunlich, weil in dem Moment war ich so, ich will hier einfach nur weg. Und dann
bin ich jetzt einen Monat später, 2 Monate später noch unterwegs und denke mir so, boah, ich habe voll Bock, wieder dahin zu fahren. Es war einfach so das Gesamtpaket, was gestimmt hat. Aber ja, ich liebe Dubai. Ja, safe. Ich liebe Türkei. Also es ist halt alles schön gewesen. Und Thailand ist auch mega. Es ist halt mega für Touristen. Also Thailand... Da ist so, dafür könnte man so damit, also mit diesem Land könnte man anfangen zu reisen, weil da lernt man irgendwie das ganze Backpacking und das ist auch super einfach alles gestaltet. Also Thailand ist wirklich so für die Anfänger und Indien ist wirklich für die Pros, weil in Thailand findest du überall Touristen, alle können Englisch, alle können dir weiterhelfen, alles ist super vernetzt und in Indien ist das halt alles so crazy. Deswegen, ja. Jedes Land ist einzigartig. Und welche Stadt hat dir am besten gefallen? Boah, ganz schwer. Welche denn dir? Also ich persönlich liebe ja Dubai und Istanbul. Das sind so meine Favorite-Städte. Mumbai fand ich auch ziemlich cool. Und Phuket fand ich auch richtig nice. Also der Girls Trip, das ging schon ab. Das war schon eine andere Welt, ja. Also ich glaube, ich fand Bangkok am nicesten. Ja, war auch mega. Vom Aufbau einfach her. Und welche Stadt es mir richtig angetan hat, in Rumänien, oh Gott, Brașov. Auch sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Stadt. Sehr schön aufgebaut, sehr einfach. Aber es gibt so viele schöne Orte. Ja. Also auch jetzt in Nha Trang, wo wir erst waren, in Vietnam, Allgemein mega. Vietnam ist auch echt ein richtig nices Land. Ja, also Vietnam ist halt einfach so, wir sind ohne irgendwelche Vorstellungen hergekommen und sind einfach mega fasziniert, Ja. wie vielseitig dieses Land ist und wie schön und wie nett alle sind. Mega. Ja. Gut, die nächste Frage. Welcher Moment war es, an dem ihr genau... Wusstet, diese Reise hat euer Leben verändert? Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Reise uns schon richtig verändert hat, weil wir Nein. sind immer noch die gleichen. Wir sind immer noch behindert wie vorher, bekloppt. Wir machen richtig viel Scheiße. Wir sagen auch jeden Tag so, weil alle sagen so, boah, ihr kommt noch ein Jahr wieder und ihr habt euch so verändert dann Ja. bestimmt und so. Wir so, wir sind immer noch normal. Wir wollen immer noch unsere ganzen Klamotten aus unserem Ankleidezimmer. Wir wollen immer noch unser ganzes Make-up tragen. Also ja, man ist mehr offener und gelassener. Auf jeden Fall. Definitiv. Also seit Indien, glaube ich, sind wir so ein bisschen entspannter, auch was Hygienebedingungen angeht. Also jetzt ehrlich. Wir haben sehr viele positive Eigenschaften angenommen, würde Da ich sagen. sieht man auch mal über einen Fleck auf der Decke einfach hinweg, weil da kannst du nichts machen. Ist halt so. Also das ist wirklich, wir sind super gelassen. Also Ja. vorher hätte ich mich geekelt, wo ich mit meinen Füßen alle schon raufgetreten bin. Erst heute beim Wasserfall. Aber mittlerweile sehe ich das alles sehr entspannt, auch wenn ein Zug 6 Stunden Verspätung hat Ja. und ich Fieber hatte. Ja. Okay, nimmt man halt hin. Aber ja, ich glaube Varanasi in Indien. Ja, das war krass. Das war eine sehr, sehr krasse Da wird ja einfach Erfahrung. da wird der Tod gefeiert und zelebriert und das war einfach, das sind so Bilder, die gehen einem nicht aus dem Kopf. Das war heftig. Also nicht heftig im Negativen, es war einfach heftig für die Erfahrung. Ja, eine krasse Erfahrung Ja. auf jeden Fall. Und heute, Ja, heute war auch eine krasse das seht ihr in ein paar Erfahrung. Wochen dann über Vietnam. Wir hatten heute einen Megatag. Mhm. Und da sind wir heute beide an unsere Grenzen gekommen. Aber wir sind mega happy und so haben wir uns das auch vorgestellt. Einfach quer durchs Land mit dem Roller fahren, ohne Plan und neue Sachen entdecken und einfach, ja, an seine Grenzen kommen. Action, sag ich auch. Adrenalin und Action, eine Menge. Ja, und nass, feucht, rutschig, gefährlich. Lebensbedrohlich. Das ist so die Mischung, die wir brauchen. Genau. Okay, nächste Frage. Habt ihr Heimweh? Nein, Nee, ich auch nicht. mir wird schlecht, wenn ich dran denke, dass ich irgendwann wieder zurück muss. Klar, man wird schon gerne mal die Familie in echt wiedersehen und die Freunde. Aber der Gedanke, dass diese Reise irgendwann endet, da wird mir irgendwie, weiß ich nicht, es kommt so ein Kloß im Hals irgendwie, weil... Das macht uns Angst, dieser Gedanke. Ja, es ist weil einfach so krass hier, was man alles erlebt und man möchte einfach gar nicht, dass es aufhört.
ja, jeder Tag ist einzigartig und ich vermisse meine Eltern und meine Freunde und ja, auch ab und zu den Arbeitsalltag. Aber ich denke mir so, ich habe jetzt dieses Jahr und ich habe noch so viele Jahre mit meiner Freundin und meiner Familie. So dieses Jahr kann mir keiner nehmen, diese ganzen Erinnerungen kann mir keiner, diese Momente, die ich tagtäglich erlebe. Ihr müsst euch halt einfach vorstellen, wir erleben jeden Tag was Krasses. Also es ist wirklich eine Überströmung. Kein Tag ist wie der andere. Nein. Keine Routine, nix. Nee. Alles ist immer anders. Aber es ist cool, es macht Spaß. Und ich hatte ja Geburtstag und dachte so, vielleicht vermisse ich dann irgendwie meine Freundin von mir, aber der Geburtstag war halt so mega, ich war so abgelenkt und das ist halt einfach, ich glaube, unsere Familie und unsere Freunde haben es viel schwieriger in Deutschland als wir, weil wir sind permanent abgelenkt, wir haben keinen öden Alltag, wir haben keine langweiligen Sofatage, sowas kennen wir gar nicht. Wir freuen uns übrigens aber in Singapur mal die Füße aufs Sofa zu legen und einfach mal Netflix and chill, weil wir haben schon Ewigkeiten keinen Fernseher gesehen. Wir versuchen es in jedem Hotelzimmer, wenn wir einen Fernseher haben, irgendwie Netflix zu installieren, aber es geht jedes Mal nicht. Aber ja, wir haben richtig Bock da drauf, aber ja, es ist einfach, wenn man halt im Ausland unterwegs ist, nicht so anstrengend wie in Deutschland im Alltag, glaube ich. Ja. Okay, letzte Frage. Die letzte Frage lautet, hattet ihr schon Magenprobleme? Nö. Nein. Ehrlich nicht, richtig cool. Wir hatten nicht einmal Durchfall, nicht einmal Kozeritis, wir hatten keine Bauchschmerzen, also Klopfen wir mal aufs Holz. das ist hier, ne? Das ist richtig krass. Obwohl wir auch draußen eigentlich erstmal nur draußen. Wir haben das letzte Mal in Dubai keine gekocht. Küche. Ja. Leute, wir essen in Küchen, die habt ihr nicht gesehen. Die wollt ihr nicht sehen. Ey, und wir vertragen einfach alles. Wir sind so happy, weil uns haben ja so viele gewarnt und auch, wir haben ja auch so viele Tabletten bei uns und so Elektrolyte und Magentabletten und hast du nicht gesehen. Ja, die schleppen wir nur mit uns. Ja, ich hoffe, das bleibt auch so, weil das kann man echt nicht gebrauchen. Nee, also wir haben beide nur mit Husten und Schnupfen immer wieder mal zu kämpfen. Aber ja, das ist halt auch einfach, wir sind halt auch ein bisschen krank, ne? Wir gehen dann im Regen ins Meer, wir fahren klitschnass mit dem Roller, wir machen halt nur Scheiße. Ja, aber come on, wir sind nur einmal hier. Ist so. Und Deswegen. Husten und Schnupfen, das tötet dich nicht. Eben. Ist doch alles verkraftet. Soweit geht es uns gut, macht euch bitte keine Sorgen. Genau, Mama, Papa, Genau. ne? Ja, das war's, ne? Das war's von uns mit euren Fragen, unsere Antworten. Wenn ihr mehr Fragen habt, schreibt sie immer in die Kommentare und wir sammeln die dann und dann geht's wieder los. Also Wir freuen uns immer, wenn ihr uns Kommentare schreibt. Dann wissen wir, dass ihr auch aktiv seid und die Glocke aktiviert habt. oh Gott, Leute, wir sprechen nur noch in Insidern. Es wird immer schlimmer. Ihr müsst euch vorstellen, ich verbringe jeden Tag mit dieser Frau. Jede Minute, jede Sekunde Selbst auf deines Toilette. Lebens. Wir sind schon traurig, wenn wir manchmal in einem Hochbett schlafen oder nicht nebeneinander. Ja, das ist nicht so schön. Aber naja. Naja, wir lieben uns trotzdem, ne? Au. Auf weitere 8 Monate. Bis dann. Tschüssi.